Es passiert Gino jetzt, im Herzen von Amerikas Energy Hotspur, über 3 Millionen Texaner sitzen in ihren Usern und Klimaanlage fest, Krankenhäuser laufen im Notbetrieb, und Unternehmen slice in Reihenweise, wie rennt ein Rekord wird Hitzewelle Hitzewelle den Bundesstaat verbrennt. Die Temperaturen sind in Houston, Dallas und San Antonio auf über 110 Grad gestiegen und das Stromnetz, das eigentlich Millionen Kosten sollte bricht, dramatisch zusammen. Das ist keine Warnung, das ist die Realität. Im Zentrum dieses steht Gouverneur Greg Abbott, dessen Führung massiv in Frage gestellt wird. Oder ein Texaner schlaflos et ohne Strom durchstehen. Öffnen sich die Fragen, wie konnte das Energiesystem des Bundesstaats derart katastrophal versiegen und warum war niemand vorbereitet. Die Verantwortung reicht über Politik, unternehmerische Missmanagement und ignorierten Warnungen hinweg. Doch Abbott steht nun im Fokus, und die Öffentlichkeit fordert Antworten. Der Electric Reliability Council of Texas, Krise, ERCOT, der für die Stabilität des Stromnetzes zuständig ist, hat geahmt, überfordert gewesen zu sein. Millionen Menschen sind gleichzeitig betroffen. Krankenhäuser rationieren Lebensrettende Geld. Folter Menschen brechen in Houston wegen Hitzeschilden zusammen. Notenterkinef sind die befällt. Durch Henderson versucht das Büro des Gouverneurs verzweifelt, den PR-Schaden zu begrenzen. Dort die Menschen in Texas glauben den Ausreden nicht mehr. Dies Hitzewelle ist nicht nur ein meteorologisches Ereignis. Sie ist eine menschliche Katastrophe. Familien sitzen in Wohnungen ohne Ventilatoren fest, Kinder sind von Hitzeschilden bedroht, und kleine Unternehmer sehen zu, wie ihre Existenz langsam zugrunde geht. Restaurants können nicht arbeiten, Fabriken stehen still. Die wirtschaftlichen Verlust sind enorm, doch die emotionale Belastung ist noch größer. Die Menschen haben Angst, sind bedeutet und verzweifelt. Und die Welt schaut zu, besonders schockierend ist, dass dies Krise vermeidbar gewesen war. Energieexperten warnten seit Jahren darüber, dass das texanische Stromnetz anfällig sei. Hitzewellen und Extremwetterereignisse sind längst kein Autonomie mehr, durch Maßnahmen sehr wirst, und Absicherung der Infrastruktur werden ignoriert oder verschleppt. Das deregulierte System von ERCOT, was auch Kosten senken sollte, hat Millionen Menschen schutzlos extremen Wetterbedingungen ausgeliefert. Kritiker sagen, der Staat habe Profit über Sicherheit gestellt, mit verheerenden Folgen. Die Texaner leiden nicht nur sie Rechenschaft. Sozialmedien sind überschwemmt mit Bildern leerer Straßen, schwitzender Familien und überlasteter Krankenhäuser. Lokalnachrichtensender senden ununterbrochen Warnungen an Notfallmeldungen. Überall stellt sich dieselbe Frage, warum wird das nicht verhindert. Die Lage ist ernst. Hitzewellen wurden immer extremer, und das Versiegen des Stromnetzes hat diese Beklagkeit der amerikanischen Energieinfrastruktur offengelegt. Gouverneur Abbott steht unter wachsendem Druck von Oppositionspolitikern, Energieexperten und ganz normalen B-Regionen. Forderungen nach Untersuchungen not für Reformen und sogar treten wurden mit jeder Standlotte, und dort ist das womglich erst der Anfang. Die Hitzewellen und mit weiter steigenden Temperaturen drohen noch mehr Stromausfall. Millionen warten auf Hilfe. Und die politischen Konsequenzen beginnen sich erst abzusignen. Das ist nicht nur ein technisches Versiegen, es ist ein massiv humanitary Krise, ein wirtschaftliches Desaster und ein politisches Pulverfass zugleich. Wenn wir tiefer eintauchen, würden wir die unbequemen Wahrheiten hinter dem Zusammenbruch des Stromnetzes aufdecken, jahrzehntelanges Missmanagement, politische Fehlentscheidungen und ignoriert Warnungen und die Geschichten der Menschen, die das Gerät am eigenen Leben erleben. Doch stell dir sind dies Frage. Wie sicher bist du, wenn so etwas im Jahr 2026 in einem der größten Bundesstaaten der USA passieren, kann der Hitze, das Stromnetz versagt. Und die Welt sieht zu, wie Texas brennt, der Zusammenbruch des texanischen Stromnetzes kam nicht über Nacht. War jahrelang im Entstehen, ein tickender Siedbaum unter der sonnengetürmten Landschaft des Bundesstaats. Während Millionen nun unter unerträglicher Hitze leiden, ist die Wahrheit schockierend Warnungen wurden ignoriert, politische Entscheidungen hinausgestört, und Profit hat oft Vorrang vor Sicherheit. Das ist die Geschichte, die man der Öffentlichkeit nicht erzählen wollte. Im Mittelpunkt steht erneut ERCOT, der Electric Reliability Council of Texas. Diese Organisation betreibt einen deregulierten Energiemarkt, der einzigartig in den USA ist. Auf dem Papier sollte dieses Modell Kosten senken und Wettbewerb erfordern. In der Realität hat es Millionen Menschen einem katastrophalen Risiko ausgesetzt. Experten warnten wiederholt darüber, dass dem System Redundanzen, ausreichende Kapazitäten und Schutzmaßnahmen gegen Extremwetterfelden. Hitzewellen, Sturm und Nachfragespitzen gelten seit Jahren als Hochrisikoszenarien. Gouverneur Greg Abbott und die Gesetzgeber des Bundesstaats wurden über diese Schockstellen informiert. Berichte von Energieaufsichtsbehörden warnten ausdrücklich vor möglichen Blackouts und Instabilität im Netz. Doch anstatt entschlossen zu handeln, wurden diese Warnungen zugunsten politischer und wirtschaftlicher Interessen beiseite geschoben. Erd- und Private Energy Unternehmen setzten weiterhin auf kurzfristig, statt auf langfristig Sicherheit. Das Ergebnis sollen nun Millionen Texaner,
Niet alleen die Hitzewelle versagt den Blackout, es war een perfekte sturmsystemischer Fehler. Veraltet Infrastruktur, schlecht Leitungen und überholt Kraftwerk, machten das Netz extrem anfällig. Die Deregulierung gab privaten Anbietern groß Kontrolle bei minimaler Aufsicht. Als das Extremwetterinsatz erreicht das System seinen Bruchpunkt. Ein Belastung riet aus an das Netzes sodass ins Chaos. Die Zahlen sind erschütternd. Texas produziert mehr Energie als wir erlauben und dort kann das Netz eine Hitzewelle nicht immer einen Bruchteil der Bevölkerung versorgen. Innerhalb weniger Stunden waren Millionen Haushalte ohne Strom, Unternehmen geschlossen, Krankenhäuser schalteten auf Notstrom Besonders schockierend ist, dass an der Bundesstaaten mit deutlich geringer Energieproduktion, wie Kalifornien oder New York, weitaus widerstandsfähiger Netz haben. Das Versagen in Texas war nicht unvermeidlich, es war vermeidbar. Noch alarmierender ist der Mangel an Transparenz. Die Veröffentlichkeit erst von den Notfallplänen von ERCOT, als die Krise bereits begonnen hat. Intern Barrett, gelegte Mails und Aussagen von Whistleblowern sagen, dass Warnungen über Jahre dokumentiert und ignoriert werden. Gouverneur Abbott muss sich nun fragen zu seine Aufsichtspflicht stellen und dazu, ob seine Regierung notwendige Reformen bewusst nicht durchgesetzt hat. Kritiker sagen, politisches Kalkül und Lobbyeinfluss kann direkt zu dieser Katastrophe beitragen. Die menschlichen Folgen wären voraussehbar. Und Klimalegen stiegen die Temperaturen in Warnungen auf über 100 Grad. Volltar Menschen brechen in ihren Wohnzimmern zusammen, Kinder verloren vor Hitze das Bewusstsein. Krankenhäuser mussten Behandlungen rationieren. Unternehmen schlossen auf an bestem Zeit und die wirtschaftlichen Folgen sind enorm. Dennoch reagiert die Politik kullend langsam, und der Staat war völlig unvorbereitet. Die bittere Wahrheit ist, der Zusammenbruch des Stromnetzes in Texas ist kein Einzelfall, sondern das Ergebnis jahrzehntelangen Missmanagements, ignorierter Warnungen und profitgetriebener Politik. Mehrere Gouverneur Abbott öffentlich versucht, die Krise zu erklären, bleiben die entscheidenden Fragen offen, wie viele Warnungen werden ignoriert, wie viele Lebensmittel gerettet werden können, und wie viel weiter außerflussdigen noch bewahr. Als Endchas werden wir die verheerenden menschlichen und wirtschaftlichen Folgen dieses Stromausfalls belichten, von Familien, die im Brett der Hitze festsitzen, bis hin zu verlassenen Vierteln und zusammenbrechenden Unternehmen. Die Krise ist noch nicht vorbei, und ihre Konsequenzen beginnen sich gerade erst zu sehen. Texas reich an Ressourcen, doch das System, das 10 Menschen schusen sollte, hat versagt. Die entscheidende Frage lautet nun wie lange dort ist, bis sich dies Geschichte wiederholt. Die Hitze leist nicht nach. Die Straßen von Houston, Dallas und San Antonio wirken gespenstisch leer. Während Millionen Texaner eine harten Realität gegen bestichen kein Strom, kein Erleichterung, kein klarer Plan. Familien sitzen in überhitzten Wohnungen fest, die Temperaturen steigen weit über 110 Grad. Krankenhäuser rationieren lebenswichtige Unternehmen haben geschlossen. Die menschlichen und wirtschaftlichen Kosten sind erschütternd. Im ganzen Bundesstaat sind Notaufnahmen überlastet. Führern reagieren auf enslige Hitzeschlagfälle, und freiwillige Helfer kommen mit der Nachfrage nach Geheißentren kaum hinterher. Für ältere Menschen und krank ist das nicht nur unangenehm, es ist lebensgefährlich. Allein in Dallas wurden bereits mehr als 1 Dutzend hitzebedingte Todesfälle gemeldet und anzeiglich weiter Menschen stehen Kursdeva. Auch Kleinunternehmen geraten massiv unter Druck. Supermärkte haben leere Regale, weil kein System ausgefallen sind. Restaurants können ohne Strom nicht arbeiten, Produktionsanlagen stehen still. Die wirtschaftlichen Schäden belaufen sich bereits auf Milliarden Dollar, und einige Analysten warnen, dass Texas mehr als 5 Milliarden Dollar verlieren könnte, wenn der Blackout noch ein weiter Wochen halte. Die lokalen Wirtschaften bluten aus, ein Ende ist nicht in Sicht. Man denkt an die Familie Ramirez in Houston. Mit 3 kleinen Kindern und ohne Klimaanlage versagten sie. Ihre Wohnung mit einem Gartenschlauch und die aus dem Gefrierschrank eines Nachbarn suchslen. So ein Hitze haben wir noch nie erlebt, sagt Maria Ramirez. Die Kinder weinen, ich will nicht, wie lange wir das noch aushalten. Das sind kein Einzelfall. Überall im Bundesstaat spielen sich ehrlich Sinnen ab, Familien improvisieren, Krankenhäuser improvisieren, ganz Gemeinden kämpfen ums Überleben. Der Blackout hat auch tief Ungleichheiten offengelegt. Urlauben der Viertel wirf, gen auf Übernutzstromaggregat oder Private Geheißentren, weitreichend Einkommensschwach Gegenden der Hitze schutzlos ausgeliefert sind. In manchen Bezirken sitzen ganz Wohnanlagen tagelang ohne Strom fest. Was gefährlich ist, mit und langfristig Gesundheitskrisen versagt und die wirtschaftlichen Folgen enden nicht bei den Haushalten. Unternehmen, die vor massiven Verlusten durch verdorben wären, unterbrechen Lieferketten und Produktivitätssourcefälle. Einzelhändler melden leer Geschäfte, Restaurants schließen, Fabriken stehen still, Versicherungsbrüche gehen massenhaft ein, und Ökonomen warnen, dass dieses Ereignis die texanische Wirtschaft in einen largeren Abschwung rüsten könnte. Dabei rendessen Wirtschaften sich die politischen Folgen immer weiter. Die Regierung von Gouverneur Abbott steht massiv unter Beschuss.
Bürger, Oppositionspolitiker und Energieexperten stellen gleichermaß in die Frage, warum Millionen Menschen schutzlos zurückgelassen werden. Kritiker sagen, dies Katastrophe sei vorhersehbar und vermeidbar gewesen, und nun sollen die Texaner den Preis für jahrelanges Missmanagement. Auch die Verführungsrechtskräfte an Private Energy Unternehmen geraten zunehmend unter Druck. Ihnen wird vorgeworfen, Profit über die öffentliche Sicherheit gestellt zu haben. Die Hartrealität ist, dieser Blackout hat nicht nur gravierende Schäden im Stromnetz offengelegt, sondern auch die extreme Verletzlichkeit von Millionen Menschen, die täglich darauf angewiesen sind. Und dennoch spielen einige verantwortlich, dass Osma der Katastrophe herunter ansprechen von einem bedauerlichen, aber vorbeugenden Orkanschlag. Doch für die Familien, die bei über 110 Grad Hitze und Strom festsitzen, ist deren nichts vorbeugend, es ist lebensgefährlich, beängstigend und vollkommen inakzeptabel. Dauert wenn dies Kreis weiter anhält, geht es legest nicht mehr nur Hitze oder Stromausfall, sondern Vertrauen, Erfahrung und Verantwortung. Wie viele Familien müssen noch leiden, wie wir echt für Änderungen umgesetzt wurden, wie viele Unternehmen wurden noch streiten, und wie lange können ganz Gemeinden diese unerbittlichen Belastung standhalten. Als Nenchestis wurden wir Gino aufdecken, wo die Verantwortung tritt von Gouverneur Abbott über die Erführung von ERCOT bis hin zu den Chefs großer Energieunternehmen. Wir belichten die umstrittenen Entscheidungen und ignorierten Warnungen, die aus einer vermeidbaren Krise ein ausgewachsene Katastrophe gemacht haben. Die Verantwortlichen sind noch immer in der Macht, und ihre Handeln oder Nichthandeln nimmt den Weg für noch schlimmere Folgen ebnen. Texas brennt unter der Hitze, und die politischen und gesellschaftlichen Konsequenzen fangen gerade aus den. Die Hitzekatastrophe in Texas war nicht nur ein Naturkreis, sie war ein Versagen von Erfahrung, Politik und unternehmerischer Verantwortung. Mehrere Millionen Menschen in ihren Häusern schwitzen und Krankenhäuser darum befähigen, Patienten am Leben zu halten. Richtet sich der Fokus unweigerlich auf Gouverneur Greg Abbott, die Führung von ERCOT die großen Energieunternehmen. Die Frage, die sich all stellen, wo hat zugelassen, dass es so weit kommt? Gouverneur Abbott, der seit 2015 im Amt ist, sieht sich einer beispiellosen Welt der Kritik ausgesetzt. Kritiker werfen ihm vor, wiederholt Warnungen über die Fragilität des texanischen Stromnetzes ignoriert zu haben, trotz detaillierter Berichte, die möglich Ausflug bei extremen Wetterereignissen klar aufsieht. Aber ja hinweg warnten Energieanalysten, Aufsichtsbehörden und Insider Dave, dass das deregulierte Stromnetz von Texas hochgradig anfällig sei. Doch Abbotts Regierung setzt weiterhin politische Ziele und Unternehmensinteressen über die Sicherheit der Bevölkerung, die Organisation, die für den Betrieb des texanischen Stromnetzes verantwortlich ist, steht wegen systematischen Missmanagements massiv in der Kritik. Berichte zeigen, dass man sich der Risiken durch Hitzewelle und Winterstrom bewusst war. Jedoch kein verbindlichen Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur oder zur Notfallversorgung durchsetzt. Durchgesickert Mails deuten darauf hin, dass Führungskräfte wussten, dass Millionen Menschen ohne Strom bleiben könnten, durch die Interessen an mangelhaft Aufsicht überwogen. Kritiker sprechen von vorzeigem Verhalten mit Ansicht zur Katastrophe. Auch die privaten Energieunternehmen, die im deregulierten ERCOT-System operieren, geraten zunehmend ins Visier. Millionen Texaner litten, sollen einige Unternehmen weiterhin von den Großhandelsmen Rockten profitiert haben, indem sie von Nachfragepreisen gebraucht machten, wie ihren grundlegende Stromversorgung nicht gewährleistet war. Das Bild ist für viele andere gleichverlierende Familien verzweifelt versuchten, der Hitze zu entkommen, verdienten Manager-Millionen. Dies Kluft zwischen Profit und öffentlichem Wohl hat die Empörung im gesamten Bundesstaat weiter angeheizt. In Houston, Dallas und Austin kommt es zu Protesten. Bürger fordern Antworten, Konsequenzen und sofortige Reformen. Sozialmedien sind voller Bilder von dunklen Wohnvierteln, utenden Eltern und überlastetem Krankenhauspersonal. Hashtags, die Abbotts Architektur fordern, gehen viral, ihren Medien die Entscheidung der Regierung kritisch unter die Lupe nehmen. Politisch Gegner sprechen von einer Verarmungsversion auf Hochster Ebene. Noch schlimmer ist, dass einige verantwortlich das Ausmaß der Kreis weiterhin kleinreden. In offiziellen Stellungnahmen ist von vorübergehenden Stromausfällen oder einer planbeigen Erholung des Systems die Rede. Gleichzeitig kämen Familien in extremer Hitze ums Überleben. Der Kontrast zwischen offizieller Rhetorik und der Realität vor Ort hat einen politischen Sturm ausgelöst, mit Vorwürfen von Vertuschung und grober Fahrlässigkeit. Vergleich mit anderen Bundesstaaten verschiffen die Situation süßlich. Staaten mit geringerer Energieproduktion und hohem Bedarf, wie Kalifornien oder New York, wirft Gendalio bedeutlich stabiler Netz und kommen mit extremen Hitzewellen mit wesentlich weniger Ausfällen zurecht. Das Versagen von Texas, so Experten, war vollständig vermeidbar. Doch Missmanagement, fehlende Kontrolle und politische Prioritäten setzen Millionen Menschen an eigenen Risiken aus. Die Entscheidungen von Gouverneur Abbott, von der Durchsetzung der Deregulierung bis zur Aufsicht über die Infrastruktur, stehen im Zentrum der Kontroverse. Kritiker sagen, dass seine Regierung es wirksam habe,
Notwendig Netzverbesserungen vorzuschreiben, anlegen wetterfest zu machen an Notfall nicht konsequent durchzusetzen. An dennoch bleibt Abbott im Amt, Lutheran sein Büro Vorsichtigkeitsrungen abjet an den die Menschen in Texas weiterleiten. Zum Ende dieses Abschnitts ist die Wort greifbar. Die Schuldzuweisungen werden lauter, und die folgen dies nicht handels watchen weiter. Dies Kreis hat systemisch Corruption, Missmanagement an den menschlichen Preis offenbart, daran steht, wenn Profit über Sicherheit gestellt wird, und das beängstigend daran Experten warnen, dass Texas im Ende letzten Sommer ein notstüdliches Szenario drohen könnte, wenn sich nichts ändert. Als Enches werfen wir ihnen Blick auf die Zukunftsschocks dieser Katastrophe und analysieren die langfristigen Folgen für Familien, Unternehmen und den gesamten Bundesstaat. Was passiert, wenn keine Reformen umgesetzt werden? Wie viel schlimmer könnte das noch kommen? Die Konsequenzen dieser vermeidbaren Krise seien noch längst nicht durchgestanden. An Texas spielt die Hitzewelle erst richtig. Die Verantwortlichen seien noch immer der Markt, und die Folgen können verheerend sein. Texas versucht noch immer, sich von dem katastrophalen Zusammenbruch des Stromnetzes zu erholen, doch das ist erst der Anfang. Die Krise hat ein fragiles System, verwundbar Gemeinschaften an jahrzehntelanges Missmanagement offenlegt. Und wenn sich nichts ändert, könnten die Konsequenzen weitaus schlimmer werden, als es sich will vorstellen. Das ist kein vorübergehender Stromausfall, es ist eine Warnung vor dem, was noch kommt. Experten warnen, dass die Energieinfrastruktur von Texas weiterhin gefährlich und vorbereitet auf zukünftige Hitzewellen, Stürme das Bewölkungswachstum ist. Millionen Menschen hängen am selben Netz. Und es kann in kleiner Nachfragenstieg oder ein weiteres extremes Wetterereignis kann in die Katastrophe auslösen. ERCOT selbst hat ingeram, damit die aktuellen Maßnahmen lediglich kurzfristig notwendig sind und die Bevölkerung weiterhin einem hohen Risiko ausgesetzt bleibt. Die menschlichen Kosten werden weiter steigen. Familien, die dies Hitzewelle überlebt haben, sind traumatisiert und leben in ständiger Angst vor der einschätzten Krise. Besonders die Gruppen, ältere Menschen, Kinder und einkommensschwache Haushalte, sind dauerhaft dem Risiko von Hitzewelle. Die Hydrarung an medizinischen Notfällen ausgesetzt. Krankenhäuser, ohnehin am Limit, müssen sich auf wiederkehrende Belastungsspitzen einstellen. Fortwährend Unternehmen versuchen, sich von den wirtschaftlichen Schäden zu erholen. Diese Katastrophe hat eine Kettenreaktion ausgelöst. Texas noch jahrelang in den Bereichen gesandt, Beschäftigung und der soziale Stabilität treffen könnte. Die wirtschaftlichen Folgen sind enorm. Milliarden Better gingen bereits durch verdorben waren, Produktionsausfälle und Notfallmaßnahmen verloren. Analysten warnen, dass anhaltende Instabilität im Stromnetzunternehmen dazu bewegen könnte, den Bundesstaat zu verlassen, Lieferketten zu unterbrechen und Lokalwirtschaften langfristig zu schützen. Immobilien in besonders gefährdeten Regionen könnten an Wert verlieren, Versicherungsprämien stark steigen. Und ohne tiefgreifende Reformen droht Texas eine Phase wirtschaftlicher Stagnation. Und die politischen Konsequenzen. Gouverneur Greg Abbott und die Verantwortlichen im Bundesstaat stehen weiterhin unter massivem Druck, von Bürgern, Oppositionsverhören und sogar Bundesbehörden. Forderungen nach Unterstützungen, Auftritten und sofortigen Reformen werden immer lauter. Die Frage ist nicht, ob gehandelt wird, sondern ob schnell genug gehandelt wird, eine weitere Katastrophe zu verhindern. Die schlimmsten Szenarien sind erschreckend. Ganz damit ohne Strom wie extremer Sommerhitze, funktionsunfähig Krankenhäuser und wirtschaftlicher Kollaps in großen Balance umgehen. Experten warnen, dass Texas ohne umfassende Infrastrukturmodernisierung strenger aufsieht und Investitionen in erneuerbare Energien sowie Notfall- und Backup-Systemkurs devastet die Geschichte zu wiederholen, nur mit notwendigen Folgen. Die moralischen und politischen Implikationen sind gewaltig. Bürger fordern Verantwortung, Transparenz und echte Reformen. Sozialmedien sind voller Empfang und Grassrotsbewegungen formieren sich, politischen Druck aufzubauen. Doch Aufmerksamkeit allein wird die Endkatastrophe nicht verhindern. Es braucht entschlossenes Handeln, und die Zeit oft. Die schockierende Wahrheit ist, der Blackout gab der Hitzewelle war vermeidbar. Die erste Rang, die wir gegessen haben, wird vorgesagt, dokumentiert und mehrfach engemont, und dennoch ignoriert. Die Konsequenzen sind nicht nur lokal, sondern national. Das Versagen von Texas ist eindeutig Warnung an der Bundesstaaten der Bundesregierung über die Risiken der reguliert Stromrecht und Vernakelsektorinfrastruktur. Zum Abschluss dieses Abschnitts solltest du dir eine Frage stellen. Wie sicher ist dein Bundesstaat, wenn so etwas in Texas passieren kann, einem der ressourcenreichsten und vermutlich bestvorbereiteten Bundesstaaten der USA? Millionen Leben stehen auf dem Spiel, Milliarden Dollar ebenso. Und die Verantwortlichen für diese vermeidbare Katastrophe sind noch immer im Amt. Die Hitzewelle mag enden, liegt gen weiter angehen, doch die Lehren aus dieser Krise sind noch längst nicht gesichert. Die entscheidende Frage lautet jetzt nicht, ob Texas eine neue Katastrophe erleben wird, sondern wie verheerend sie ausfallen wird, wenn die Erfahrung erneut versagt.
Schreib in die Kommentar, glaubst du, dass Gouverneur Abbott und ihr sollt inlichse Verantwortung gesogen würden, oder würden die Menschen Texas weiter für ein Ticket bezahlen? Texas schwitzt, das Stromnetz ist fragil und die Folgen könnten katastrophal sein und die Welt schaut zu.